Kinmen in Taiwan wird leider immer wieder falsch in den Medien dargestellt. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass das sogar teilweise ganz bewusst geschieht. Vor allem westliche Medien tendieren manchmal dazu, ein verzerrtes Bild der Insel darzustellen. Deshalb möchte ich in dieser Episode über das Image und das Medienbild von Kinmen sprechen. Ich kann euch sagen, Kinmen hat so viel spannende Geschichten. Diese Verzerrung, diese verzerrte Darstellung ist überhaupt nicht nötig. Also sprechen wir über Propaganda in der Vergangenheit, wir sprechen über das heutige Bild von Kinmen in den Medien und ich möchte auch noch kurz über die Zukunft meines Podcastes sprechen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kinmen Podcast, dem versteckten Fenster Taiwans. Der Titel dieser Episode lautet Fake News und davon gibt es leider in Bezug auf Kinmen recht viel. Ich spreche über Kinmen in der Medienwelt. Ich erläutere euch zum Beispiel meine persönlichen Erfahrungen mit dem deutschen Magazin Der Spiegel. Wir sprechen auch über die Propagandageschichte. Und dann, nach einigen Beispielen, möchte ich auch noch kurz über meinen Podcast sprechen. Einsteigen möchte ich aber mit meiner persönlichen Geschichte. Ich möchte euch kurz erläutern, wie ich eigentlich dazu kam, Kinmen auf YouTube zu porträtieren. 2019 kam ich zum ersten Mal nach Kinmen, damals als Tourist, und ich hätte mir damals nicht träumen lassen, dass ich irgendwann mal auf der Insel leben würde. Es war wirklich nur ein Besuch. Ich war mit meiner damaligen Freundin, heute Ehefrau, auf Kinmen eben zu Besuch. Sie hat damals schon hier gelebt und dann kam es aber, wie es kommen musste. Vor etwa 3 Jahren bin ich nach Kinmen gezogen und ich habe mir gedacht, okay, ich muss diese Insel irgendwie dokumentieren. So entstand die Kinmen Travel Tales Playlist. Ich bin dann also von München nach Kinmen gezogen und habe dann versucht, diese Insel zu dokumentieren. Ich habe vorher noch nie ein einziges Video produziert. Ich hatte keinerlei Erfahrung, hatte keinerlei Equipment. Ich bin mit meinem Handy losgezogen und meinem Fahrrad und habe eben drauf losgeschossen. Entsprechend ist die Bildqualität und die Tonqualität nicht ganz optimal. Für mich war der Punkt, dass die Story, dass die Geschichte von Kinmen so stark ist und so wichtig ist, dass es einfach nicht richtig wäre, nur ein paar Schnappschüsse zu machen. Da versteht man Dinge sehr schnell falsch. Also habe ich mich einfach hingesetzt und über Wochen und Monate versucht, bessere Videos zu machen und das Ganze einfach in einen YouTube-Kanal zu packen. Die Videos waren nur auf Englisch, aber zumindest wurde die Qualität, zumindest meiner Meinung nach, im Laufe der Zeit etwas besser. Wenn ihr euch die älteren und die neueren Videos anschaut, hoffe ich, dass man einen Unterschied sieht. Gleichzeitig habe ich aber auch meine Familie und Freunde in Deutschland gefragt, warum ich denn keine Videos auf Deutsch produziere. Und so kam dann eben die Idee mit diesem Podcast. Den kann ich relativ leicht von hier, von zu Hause aus produzieren. Ich kann Video-Footage reinschneiden. Ich kann das Ganze in 3 Sprachen machen. Ich spreche jetzt Deutsch. Ihr könnt aber unten auf YouTube auch auf Chinesisch und Englisch umschalten. Ihr habt außerdem die Untertitel. Und so kam eben die Idee mit dem Kinmen Podcast, praktisch eine Art Audiobook zur Insel. Und so habe ich versucht, in den letzten 12 Episoden dieses viele Detailwissen aufzuarbeiten, dass ihr eben wie eine Art Sachbuch habt, dass ihr euch reinziehen könnt, entweder von hinten nach vorne durch alle Episoden durch oder ihr pickt euch eben nur die Bereiche raus, die euch interessieren. Wichtig war für mich, dass ihr möglichst einfach Zugang zu meinem Wissen über Kinmen bekommt. Und natürlich gibt es damit einige Probleme. Einerseits weiß ich natürlich nicht alles, im Gegenteil, mein Wissen ist beschränkt. Ich habe natürlich versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu recherchieren, aber natürlich kann es sein, dass ich Fehler mache. Das andere Problem ist, natürlich ist YouTube jetzt nicht die Plattform für lange Dokumentation über eine Insel, über die im Ausland zumindest relativ wenig bekannt ist. Dieser Podcast hier ist absolutes Gift für meinen YouTube-Channel, absolutes Gift für den YouTube-Algorithmus. Meine Reichweite war nie besonders groß, aber dieser Podcast verringert sicherlich nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass YouTube meine Inhalte irgendwem empfiehlt. Und warum erzähle ich euch das alles? Weil wir jetzt zum Thema Reichweite kommen. Jedes Medium, egal ob Tageszeitung, 8 Uhr Nachrichten, Travel Vlog,
alle wollen Reichweite und natürlich ist Kinmen Reichweiten Gold. Ihr habt alte Panzer, ihr habt Bunkeranlagen, ihr habt diese kuriose Geschichte, diese Insel irgendwo zwischen China und Taiwan. Da will natürlich jeder ran. Kinmen liefert eindrucksvolle Bilder für Magazine, für Vlogger und Reportagen. Und natürlich kommt es dann vor, dass Journalisten und Content Creator diese Bilder von Kinmen nutzen, aber ihre ganz eigene Geschichte dazu erfinden oder zumindest wichtige Informationen weglassen. Und dabei kommt es leider immer wieder zu Falschinformationen. Und deshalb sprechen wir jetzt über Fake News und Kinmen. Ein Beispiel. Im Januar 2024 berichtete das Magazin Der Spiegel, immerhin eines der renommiertesten Magazine in ganz Europa, über die Insel Kinmen. Dabei ging es um den Konflikt zwischen Taiwan und China und Kinmen wurde eben als Frontinsel dargestellt. Allerdings wurde auch gesagt, dass die Bewohner relativ gelassen mit dem Konflikt umgehen würden. Allerdings wird im Rahmen der Dokumentation ständig so getan, als wäre ein Krieg zum Greifen nahe. Es werden unter anderem Falschbehauptungen aufgestellt, es werden Bilder bewusst falsch dargestellt und wichtige Kontextinformationen weggelassen. Der Beitrag deckt sich überhaupt nicht mit meinen persönlichen Erfahrungen und auch nicht mit den Inhalten dieses Podcasts. Hier ein Beispiel. An dem Touristen-Hotspot üben Soldaten an einem Geschütz. Selbstverteidigung als Showeinlage für Besucher. Der Spiegel selbst erwähnt die genaue Location nicht, aber vielleicht erkennt ihr, es geht um das Lion Mountain Howitzer Fort, das wir in der letzten Episode bereits besprochen haben. Dort wird den gefallenen Soldaten der August 23rd Artillerieschlacht gedacht. Generell spricht die Redakteurin von einer martialisch anmutenden Kulisse auf Kinmen. Gleich zu Beginn werden chinesische Militärmanöver erwähnt mit scharfer Munition. Immer wieder sieht man Panzer und Festungen auf Kinmen. Immer so gefilmt, dass es für Laien nur sehr schwer erkennbar ist, dass es sich um Museumsstücke handelt. Dabei wird nicht erwähnt, dass diese Fahrzeuge über 50 Jahre alt sind und längst demilitarisiert wurden. Im Video entsteht tatsächlich der Eindruck, als dienten sie noch der aktiven Verteidigung. Wenn ihr die anderen Folgen meines Podcasts gesehen habt, dann wisst ihr, dass sich die Lage auf Kinmen seit 1995 immer weiter entspannt. Von ehemals 150.000 Soldaten sind wir etwa heute bei 8.000 bis 5.000 stationierten Soldaten auf Kinmen und es gibt nahezu keine Einschränkungen durch Militärmanöver. Der Beitrag suggeriert eine Situation, die so nicht stimmt und ist damit nicht korrekt. Und natürlich sind es nicht, wie behauptet, Soldaten am Geschütz, sondern Darsteller. Das ist eine Falschbehauptung. Der Spiegel hätte zudem erwähnen müssen, dass das Geschütz eben nicht mehr feuerbereit ist und dass es sich um ein Museum handelt, nicht um eine aktive Militärfestung. Die erwähnte Artillerieübung ist tatsächlich eine Touristenattraktion und findet 6-mal wöchentlich statt. Es handelt sich um eine Gedenkveranstaltung für gefallene Soldaten. Gezündet werden lediglich Silvesterknaller, es wird keine Artillerie gefeuert und wie erwähnt ist die Bunkeranlage eben ein Museum. Auch der in der Dokumentation erwähnte Lautsprecher ist ein Überbleibsel aus dem Kalten Krieg. Die Beishan Broadcasting Wall wurde in der Tat genutzt, um Propaganda nach China zu senden, spielt aber heute hauptsächlich Mandopop von Theresa Tang. Auch sie haben wir in der letzten Episode erwähnt und der Spiegel meint dazu: Für die Besucher Kinmens schallt dazu eine passende Botschaft aus dem Lautsprecher. Das ist jetzt so ein bisschen kryptisch formuliert und spielt eben auf diesen Kriegskontext an, den man da versucht zu erstellen. Ich kann euch aber sagen, dass Theresa Tang einerseits in China sehr beliebt ist und andererseits wird da zu bestimmten Zeiten ein Liebeslied von ihr gespielt auf Kinmen an der Beishan Seawall.
auf etwa Zimmerlautstärke. Das kann man nicht als Schallen bezeichnen. Das ist wirklich eine Touristenattraktion. Wir kommen auf die Baishan Seawall später nochmal zu sprechen. Ich will euch aber an der Stelle auch sagen, dass vom Widerstand der Bevölkerung auf Kinmans, den die Journalistin da unterstellt, nicht so wirklich die Rede sein kann. Tatsächlich ist die Stimmung auf der Insel deutlich stärker auf China ausgerichtet als auf Taiwan. Die pro-chinesische KMT hat hier wesentlich mehr Zustimmung auf dem Festland und die Chinesen stellen auch die größte Touristengruppe. Und wie geht es dann weiter? Ich habe die Dokumentation gesehen und habe dann im Januar 2024 der Redakteurin eine E-Mail geschrieben. Ich habe die Fehler aufgelistet und habe eben gemeint, ja, das ist wahrscheinlich nur ein Versehen. Leider war es nicht so. Der Spiegel hat überhaupt kein Problem in seiner Reportage gesehen. So schrieb die Redakteurin mir per E-Mail zum Beispiel: Die Showanlage der Soldaten wird auch deshalb als genau solche Show bezeichnet, sowie der Ort als Touristen-Hotspot. Deshalb würde ich die Darstellung soweit korrekt finden. Würde korrekt finden ist eine sehr interessante Konjunktivkonstruktion, aber natürlich ist das Nonsens. Wir sind in einem Museum und das sind Schausteller. Und dieses ganze Spektakel dient vor allem der Erinnerung an die gefallenen Soldaten. Aber es wird noch besser. Es ist ja, genau wie Sie sagen, dort eine besondere Lage und die martialisch wirkenden Barrikaden sind natürlich Überbleibsel. Das hätte man natürlich noch ausführlicher erwähnen können, ist aber auch bekannt. Ist aber auch allgemein bekannt. Denkt daran, der Spiegel ist ein deutsches Magazin und die meisten Deutschen wissen nicht mal, wo Bielefeld ist. Aber Kinmen ist allgemein bekannt laut der Redaktion. Das haut nicht so hin. Ich habe mir noch ein weiteres Zitat, das ich euch zeigen möchte. Museale Barrikaden sind dennoch potenzielle Barrikaden im Kriegsfall. Die Redakteurin meint nicht nur, dass die Kinmen-Barrikaden allgemein bekannt sind. Nach ihrer Logik ist dann auch jede Burg in Deutschland eine aktive Militärfestung. Dann treffen wir uns also im Ernstfall, wenn Deutschland angegriffen wird, eben in Neuschwanstein oder auf einer Burg eurer Wahl. Das sind ja Barrikaden für den Ernstfall. Mit dieser Denkweise ergibt dann auch das folgende Zitat absolut Sinn. Noch einmal möchte ich betonen, dass hier keinerlei bewusstes Weglassen oder Ähnliches geschieht. Ihre Punkte sind valide, doch auch laut der Spiegel-Dokumentation bedarf es hier keiner Änderungen oder Richtigstellung. Kurzer Spoiler an dieser Stelle: Natürlich bedarf es einer Richtigstellung und entgegen dem Willen der Redaktion wurde eine Richtigstellung zumindest im Kleinen hinzugefügt. Aber zurück zur Dokumentation. Dem Spiegel geht es ja um den angeblichen Widerstand in Taiwan und speziell in Kinmen gegen China. Als Beispiel im Spiegelvideo wird dazu der Kaffeeröstereibesitzer Zheng Jiayun aus Kinmen interviewt. Er sagt dort, dass Taiwan eigentlich viel mehr international expandieren sollte und es hört sich so an, als würde er dafür plädieren, dass Taiwan sich vom chinesischen Markt wegbewegen soll. Die Redakteurin kommentiert diese Aussage im Video als identitätsstiftend für die taiwanesische Demokratie. Außerdem meinte sie mir gegenüber in der E-Mail dazu: Und sicher sind die Verbindungen zu China auf Kinmen insgesamt stark, wie Sie sagen. Deshalb auch der gelassenere Blick auf China insgesamt. Der jüngere Kaffeebesitzer ist dennoch eine Stimme, die, wie viele andere im restlichen Taiwan, offenbar stärker auf eine eigene Identität pocht. Klar, dass es nur eine Sicht der Dinge ist. Der Kaffeeröster Jan war sich aber selbst nicht bewusst, dass sein Interview in diesem Kontext ausgestrahlt wird. Er lebt bis heute auf Kinmen und ich habe ihn vor ein paar Wochen bereits kontaktiert. Er konnte sich beim besten Willen nicht an ein Interview mit dem Spiegel erinnern und tatsächlich wurde das Interview nicht vom Spiegel selbst, sondern von Reuters in einem ganz anderen Kontext erstellt. Niemand vom Spiegel war zwecks Recherche je auf Kinmen. Die Redakteurin lügt also, wenn sie vorgibt, die Sicht der Dinge von Zheng Jiayun wiederzugeben. Sie hat nie mit ihm gesprochen, sondern seine Aussagen aus einem anderen Kontext übernommen und entsprechend anders dargestellt. Das an dieser Stelle nicht
falsch verstehen. Es ist ganz normal, dass man Nachrichtenagenturen und andere Quellen nutzt. Wenn ihr eine Tageszeitung aufschlagt, dann seht ihr da fast nur noch dpa und Reuters-Meldungen in Deutschland. Es ist aber schon schlimm, dass man dann dieses Interview von einer anderen Person so ein bisschen verkürzt und verzerrt, dass der Interviewte dann später sagt, das habe ich so aber jetzt eigentlich nicht gemeint. Es ist zudem absolut fatal, dass sich die Redakteurin anmaßt, für den Interviewten zu sprechen und dann eben sagt, das ist doch ein super Beispiel, ohne jemals mit ihm gesprochen zu haben. Deshalb habe ich eben beim Kaffeeröster nachgehakt. Der war jetzt nicht allzu schwer zu finden. Kinman ist ja nicht allzu groß. Für mich war halt vor allem komisch, dass seine Aussagen im Spiegel überhaupt nicht mit meinen Erwartungen übereinstimmen. In der letzten Episode meines Podcasts haben wir über die Beziehungen von Shyamalan und Kinman gesprochen und wir haben ja festgestellt, es gibt sehr gute Beziehungen zwischen Kimoy und Amoy. In der Spiegel-Dokumentation wird es dann so dargestellt, als möchte sich Kinman scheinbar von China abwenden. Ich wurde deshalb stutzig und habe eben beim Kaffeeröster nachgehakt und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Also habe ich im Februar 2024 offiziell Beschwerde beim Deutschen Presserat wegen des Spiegelartikels eingereicht. Ich wurde von dort aber nach ein paar Tagen an die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein verwiesen, die sei dafür zuständig. Auch dort habe ich offiziell Beschwerde eingelegt. Nach einigen Wochen meldet sich dann die Medienanstalt und verwies mich wiederum zurück an den Deutschen Presserat. Ich erklärte denen, dass ich genau von denen ja an sie verwiesen wurde und dann nochmal nach ein paar Monaten des Wartens und weiterem Hin und Her wurde der Fall tatsächlich bearbeitet. Das war sehr langfristig, aber schließlich wurde der Spiegel aktiv. Im Online-Artikel wurde daraufhin eine Korrektur vorgenommen. Anmerkung der Redaktion: In einer vorigen Version des Videos konnte der Eindruck entstehen, es handele sich bei den älteren Barrikaden und Panzern auf der Insel Kinmen um aktuelle Verteidigungsmaßnahmen. Auch wurde irrtümlich gesagt, das Abfeuern eines Geschützes sei von Soldaten simuliert worden. Tatsächlich handelt es sich dabei aber um Amateurdarsteller in Uniform. Wir haben die Angaben korrigiert. Der Spiegel hielt also zunächst keine Korrektur für nötig und dann nach ein paar Wochen und eben der Beschwerde kam es doch zu einer Korrektur, allerdings nur im Online-Artikel. In dem Video sind die Informationen weiterhin falsch. Für die Landesmedienanstalt war die Sache damit erledigt. Ich habe dort nochmal nachgehakt und habe auch darauf hingewiesen, dass das Video immer noch falsch sei und dass es weitere bestehende Fehler geben würde. Aber die haben eben gesagt, damit wäre die Sache erledigt. Aber vor ein paar Wochen habe ich eine E-Mail vom Chef vom Dienst von Spiegel Cross Media zudem noch bekommen. Er sprach von einem Versehen, er hat sich entschuldigt und meinte, dass das Video zumindest auf YouTube gelöscht wurde. Sprich, auf spiegel.de ist die Dokumentation immer noch online mit einem kleinen Banner, der da eben sagt, das ist falsch. Auf YouTube gab es diesen Banner nicht und dort war das Video für 2 Jahre und zig 100.000 Views online. Mein Problem ist, dass das Video weiterhin online ist und dass der Spiegel damit durchkommt. Zwar wurden kleine Teile korrigiert, die ganze Geschichte ist aber im Kern einfach ausgedacht. Die Tatsache, dass Kinman beispielsweise von Wasserimporten aus China abhängig ist und so viele andere Details wurden vollkommen ignoriert. Auch die engen Beziehungen zu Shyamalan, über die wir in der letzten Episode gesprochen haben, wurden ausgeblendet. Offensichtlich hat sich der Spiegel fast gar nicht mit Kinman beschäftigt und wollte eben eine ganz eigene Geschichte über den Widerstand gegen China aus Taiwan erzählen. Eine Geschichte, die es in dieser Form eben gar nicht gibt. Ich glaube dem Spiegel nicht, dass das ein aus Versehener Fehler war. Das ist eher ein systematisches Problem, dass man handwerklich einfach sehr schlecht arbeitet. Ich bin nicht überrascht, dass Fälle wie Klaas Relotius beim Spiegel vorkommen und finde das Video einfach nur dämlich. Es stimmt einfach nicht und man hat irgendwie Content zusammengeschnitten über Kinman, um eine reißerische Story zu haben. Das ist den Menschen gegenüber, die hier leben, einfach nicht fair.
Aber genug vom Spiegel, lasst uns über Propaganda sprechen. Wir haben ja schon die Baishan Seawall erwähnt und natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass die wirklich auch zu Propagandazwecken genutzt wurden, lange bevor Kinmen zur Touristeninsel wurde. Kinmen spielte eine zentrale Rolle in der Propaganda der taiwanesischen Regierung. Für Chiang Kai-shek war Kinmen der lebendige Beweis, dass man die Rote Armee besiegen kann. Schließlich hat man hier im Jahr 1949 die letzte Schlacht des chinesischen Bürgerkriegs gewonnen, auch wenn man den Bürgerkrieg eigentlich verloren hatte. Außerdem galt Kinmen eben als Sprungbrett zurück nach China. Chiang Kai-shek wollte die Kommunisten besiegen und das Festland wieder erobern. Entsprechend wichtig war es für ihn, Propagandanachrichten auf das chinesische Festland übermitteln zu können und daher stammen auch diese riesigen Lautsprecher. Wie bereits erwähnt, sind die heute eine Touristenattraktion. Es wird nur manchmal Musik gespielt und die ist so leise, dass man sie in China nicht hören kann. Das war aber nicht immer so. Die Broadcasting Corporation of China, kurz BCC, sendete bereits ab 1949 Propaganda auf Englisch und Chinesisch. Damals nannte sich der Sender die Stimme des freien Chinas. Ironischerweise war Taiwan bzw. die Republik China zu diesem Zeitpunkt alles andere als frei. Besonders in den 1950er Jahren wurden die Rundfunkanstalten in Taiwan immer stärker auf psychologische Kriegsführung ausgerichtet. Gerade in Kinmen konnte die Regierung nicht nur die eigene Bevölkerung erreichen, sondern über Ansprachen und Tonbänder auch das chinesische Festland. Natürlich haben sich die Zeiten geändert. Neben Radio kamen auch Fernsehen und später das Internet in unseren Alltag und Taiwan ist heute eine Demokratie. Was einst 1928 mit dem Central Broadcasting System begann, hat sich auch gewandelt und heißt heute Radio Taiwan International. Und dazu heißt es auf deren Website: Die Hauptaufgabe von Radio Taiwan International ist die Vermittlung eines möglichst umfassenden Bildes Taiwans in der Welt durch objektive, informative, genaue und aktuelle Programme über Taiwans Demokratisierungsprozess sowie über Entwicklungen in Politik und Gesellschaft, Wirtschaft, Kunst und Kultur. Radio Taiwan International ist heute offiziell der Auslandsdienst von Taiwan. Es ist ein öffentlich-rechtlicher Sender in einer sehr großen Anzahl von Sprachen, eben Chinesisch, Deutsch, Englisch und auch weitere. Und ich möchte an dieser Stelle kurz über meine persönliche Erfahrung mit Radio Taiwan International sprechen. Tatsächlich hatte Radio Taiwan International bis heute Interesse an Inhalten rund um Kinmen. Und so kam es vor etwa 2 Jahren zu einem Treffen zwischen Amber und mir. Amber war damals Redakteurin des englischsprachigen Radio Taiwan Internationals und wir haben ein Interview über das Leben auf Kinmen geführt. Das war eine sehr gute Erfahrung. Ich habe mich gefreut, dass jemand aktiv auf mich zukommt und über Kinmen sprechen möchte. Ende des letzten Jahres kam es dann zu einem Treffen mit der deutschen Redaktion von Radio Taiwan International. Eine Redakteurin des deutschsprachigen Programms war begeistert von der Insel und meinte, dass die Geschichte von Radio Taiwan International ja eng mit Kinmen verbunden sei. Die Begeisterung ging sogar so weit, dass sie mich für die Produktion einer Sendereihe anfragte. Ich muss zugeben, ich war sehr aufgeregt. Ich habe mich natürlich gefreut, dass wir wieder über Kinmen sprechen können, aber ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet, weil sowas habe ich natürlich noch nie gemacht. Außerdem sollte ich in der darauffolgenden Woche nochmal ins Radio Taiwan International Büro nach Taipei kommen für ein offizielles Interview, um das Format vorzustellen. Alles ging sehr schnell. Aber wie gesagt, habe ich versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um das Projekt zu realisieren. Aber natürlich hatte ich noch ein paar Fragen. Schließlich hätte ich ja Inhalte für eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt produziert.
außer einer mündlichen Abmachung gab es ja nichts Schriftliches, außer vielleicht ein paar E-Mails. Wenn man aber über Kinmen in den Medien spricht, dann geht es ja fast zwangsläufig auch um die Beziehungen zwischen China und Taiwan. Und schließlich habe ich auch noch einen regulären Job. Ich kann nicht einfach so kurzfristig mehrmals nach Taipei reisen oder spontan einfach so eine Radiosendung produzieren. Also habe ich nach einem Call zur Absprache gefragt. Meine Rückfragen kamen leider gar nicht gut an. 2 Tage vor dem Interviewtermin wurde ich wieder ausgeladen. Die Redakteurin schrieb mir dazu: Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass mir die politische Aufladung, die in deiner letzten Nachricht mitschwingt, persönlich zu viel ist und ich mich damit nicht wohlfühle. Ich blende euch die Original-E-Mail einmal ein. Ihr findet den Text auch unten verlinkt. Aber zusammengefasst wollte ich ein klares Bekenntnis zur Meinungsfreiheit. Den kompletten Schriftverkehr kann ich ohne Zustimmung der Radio Taiwan International Redaktion leider nicht veröffentlichen. Ich kann euch aber sagen, dass sich nach der E-Mail der Ton um 180 Grad gedreht hat. Mir war wichtig, dass mir als dauerhaften Bewohner Taiwans Freiheiten zustehen, die den Menschen in China eben verwehrt bleiben. Ich habe in Taiwan die Möglichkeit zu recherchieren und Fakten und Daten offen zu nennen, auch in einer Sendung von Radio Taiwan International. In China wird dagegen zensiert, YouTube ist komplett gesperrt. Auch Kinmen ist ein schwieriges Thema. Die Rote Armee hat die Schlacht von Guningtou 1949 verloren und das hört man in China nur sehr ungern. Mir ging es nicht darum, irgendwie politisch Werbung für eine einzelne Partei zu machen. Trotzdem war mir diese Einordnung und diese Stellungnahme wichtig, weil ich einerseits auf Social Media regelmäßig mit Kommentaren konfrontiert werde, die eben die Unabhängigkeit Taiwans in Frage stellen. Menschenrechte, besonders Pressefreiheit, sind aber unteilbar. Andererseits wollte ich natürlich eine Distanzierung von der Vergangenheit. Mir ist natürlich die Geschichte von Radio Taiwan International und Kinmen bewusst und ich wollte ganz klar sagen, dass ich keine Parteiwerbung mache, dass ich keine Propaganda mache. Es ist wirklich nur eine Reportage über Kinmen. Ich fand das ziemlich irritierend und unprofessionell, das als politische Aufladung abzutun. Stattdessen beruft man sich auf eine angebliche politische Neutralität und entscheidet sich am Ende lieber dafür, gar nicht mehr mit mir zu sprechen. Allerdings sind Menschenrechte eben keine politische Meinung. Da gibt es keine wirkliche Neutralität. Sobald es um das Thema China geht, derart einzuknicken, hätte ich nicht erwartet. Um das zu verdeutlichen, die Redakteurin fand Kinmen spannend, weil die Vorgängerorganisation von Radio Taiwan International dort aktiv war und Propaganda für die KMT betrieb. Diese Information kam von ihr, nicht von mir. Gleichzeitig scheint es aber problematisch zu sein, als öffentlich-rechtlicher Sender über die Beziehungen zwischen China und Taiwan auf Kinmen zu sprechen. Das kann jetzt natürlich alles ein Missverständnis sein, aber mein Fazit zur deutschen Redaktion von Radio Taiwan International ist eher ernüchternd. Erst einladen, dann wieder ausladen, das finde ich doch ziemlich ärgerlich. Vor allem, wenn man sich bewusst wird, dass ich extra dafür Urlaub genommen habe und auch meine Flüge geändert habe. Aber kommen wir zu etwas Positiverem, nämlich den vielen Travel-Bloggern und Travel-Vloggern, die nach Kinmen kommen. Sie helfen durch ihre Inhalte den Bekanntheitsgrad der Insel zu erhöhen. Die meisten davon haben wesentlich mehr Reichweite als ich. Das ist auch keine große Kunst, muss man dazu sagen. Sicherlich liegt es daran, dass meine Inhalte irgendwie so ein bisschen langweiliger sind, aber auch, dass ich einfach mehr recherchiere und viel mehr Fakten in meine Videos packe. Dadurch sind die vergleichsweise träge. Kinmen ist eine unglaubliche Insel mit ganz vielen Geschichten. Ich erzähle Dinge oft anders als typische Travel-Vlogger
und bin der Meinung, dass in vielen Online-Videos die korrekte Darstellung von Fakten nicht so richtig im Fokus steht. Manche Inhalte wirken schon ein bisschen inszeniert. Vor allem, wenn man hier eine Weile lebt, dann merkt man schnell, ja schon, aber da fehlt so ein bisschen der Kontext oder man sagt es so, ja, das stimmt nicht so ganz. Aber ganz ehrlich, ist doch gar nicht schlimm. Ich feiere eigentlich fast jeden Inhalt über Kinmen. Ich freue mich, wenn Leute hierher kommen und die Insel genießen können. Ich freue mich, wenn es einfach Inhalte gibt, die über Kinmen sprechen. Und wer erwartet schon eine Doktorarbeit bei einem Travel-Vlog? Ich meine, ich mache letztlich nichts anderes, nur halt viel erfolgloser. Natürlich versuche ich so ein bisschen einen Standard zu halten, aber ich bin mir so hundertprozentig sicher, dass ich auch im Rahmen dieses Podcasts falsche Informationen geteilt habe. Es gibt Übersetzungsfehler, es gibt Versprecher und ähnliches. Das passiert eben. Deshalb ist es erstmal grundsätzlich gut, wenn jemand nach Kinmen kommt und hier Inhalte erstellt. Das freut mich, ich sehe das sehr gerne. Ich muss aber zugeben, es gibt schon ein paar Extremfälle, wo die Inhalte einfach schlichtweg schwachsinnig sind. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel, das verdeutlicht, was ich meine. Die Bloggerin war garantiert nie auf Kinmen. Die Inhalte sind wirklich schwachsinnig und mit KI generiert. Dazu ein paar Stock-Images, aber das Ganze ist natürlich für die Suchmaschine optimiert und rankt deshalb sehr gut. Hier ein Beispiel von willacherrybomb.de. Kurz und knapp gesagt, Kinmen steht oftmals im Feuer des Konfliktes zwischen der Republik China und Taiwan. Es ist demnach tendenziell kein sicherer Reiseort, da die Situation schnell eskalieren kann. Ich empfehle dir daher andere schöne Orte in Taiwan wie Taipei oder Kaohsiung. Das ist Quatsch. Kinmen ist sicher keine Sorge. Außerdem behauptet die Autorin, man könne vom Flughafen in Xiamen nach Kinmen fliegen und dass Touristen von verschiedenen Häfen in Taiwan, darunter Keelung, Taichung und Tainan, nach Kinmen reisen können. Das alles stimmt so nicht, aber es wird noch besser. Kinmen ist auch über eine Brücke mit der Hauptinsel Taiwan verbunden, was es möglich macht, mit dem Auto oder dem Bus über Land anzureisen. Ja, diese 200 Kilometer lange Brücke von Kinmen nach Taiwan, die habe ich bisher irgendwie übersehen. Wenn ihr mehr wisst, hinterlasst gerne einen Kommentar unten. Außerdem scheint die Autorin zwischendrin auch Matsu und Kinmen zu verwechseln. Matsu ist eine andere Insel in Taiwan und auch dort gibt es keine Brücke. Was ich sagen will, ist, dieser Blog ist einfach nur Schwachsinn und leider gibt es viele andere Blogger und Vlogger, die auch viel Unsinn verzapfen. Und ihr müsst euch klar machen, dass ich jetzt nicht gezielt nach schlechten Inhalten zu Kinmen gesucht habe. Ich stolper über diese Inhalte im Rahmen meiner Recherche. Sprich, die sind Search Engine optimiert und ranken wirklich gut. Viele Leute lesen diese Artikel und natürlich habe ich auch versucht, die Bloggerin zu kontaktieren. Ich habe ihr eine E-Mail geschrieben und ich habe einen Kommentar unter dem Blog hinterlassen. Der Kommentar wurde gelöscht und ansonsten wurde ich ignoriert, aber das bin ich ja mittlerweile gewohnt. Jetzt leben wir halt im Internetzeitalter und was ich euch sagen will, ist ja, so ein bisschen Blabla und ein bisschen Unsinn gehört so ein bisschen dazu. Auch ich habe sicherlich Fehler gemacht, aber prüft die Quellen kritisch, wenn ihr zu Kinmen Informationen sucht. Es gibt doch leider immer wieder Falschinformationen. Und auch wenn es jetzt komisch klingt, man darf eben doch mal Schwachsinn reden im Internet, das gehört dazu. Und leider werden eben immer wieder falsche Informationen verbreitet, aber das gehört auch dazu. Ich finde es viel kritischer, was da passiert ist mit dem Spiegel. Das sollte ja eigentlich ein Leitmedium sein. Und auch das öffentlich-rechtliche Sender wie Radio Time International solche Schwierigkeiten haben, mit Kinmen umzugehen, finde ich viel kritischer. Das ist meiner Meinung nach das eigentliche Problem. Und damit kommen wir langsam zum Ende. Das war eine sehr lange Folge.
vielen Dank fürs Zuhören und leider ist das auch erst einmal die letzte Folge dieses Podcasts. Ich plane einen Umzug aufs taiwanesische Festland, denn ich muss irgendwie auch Geld verdienen. Als Ausländer auf Kinmen zu arbeiten ist nicht so einfach. Ich darf hier natürlich arbeiten, aber einen Job finden ist doch recht schwierig. Und so sehr ich diesen Podcast auch mag, er zahlt mir leider nicht die Miete. Fazit dieser Episode ist auf jeden Fall ein sehr flaues Gefühl im Magen, denn gerade die Geschichte mit dem Spiegel hat schon irgendwie wehgetan. Dass da Falschinformationen verbreitet werden und man dann eben so wenig dagegen machen kann, fand ich echt schwierig. Trotzdem bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich darüber sprechen kann und dass ich euch meine Sicht der Dinge in diesem Podcast erläutern konnte. Und natürlich könnt ihr gern eure Meinung dazu auch unten in den Kommentaren teilen. Meine Schwägerin lebt weiterhin mit ihrer Familie auf der Insel. Ich werde also Kinmen regelmäßig besuchen und ich habe auch vor, weitere Reisevideos und Kinmen-Videos auf Englisch zu produzieren. Das bedeutet, der Podcast endet, aber Traveling Kunz geht weiter auf YouTube. Und trotzdem insgesamt ein mega cooles Erlebnis, so einen Podcast zu machen. Ich bin froh, dass ich das so konsequent durchgezogen habe, mit minimalem Budget, ohne Greenscreen, nur mit Webcam. Ein Kinmen-Podcast in 3 Sprachen mit so vielen Premieren. Zum ersten Mal deutscher Content, zum ersten Mal eingebettete Untertitel und 3 Sprachen. Das ist wirklich gut. Zum Schluss noch ein wichtiges Dankeschön. Einerseits an meine Frau, denn sie hat einen sehr hohen Preis für diesen Podcast bezahlt. In den letzten 8 Monaten hatte sie nicht besonders viel von mir. Ich war fast jedes Wochenende am PC, habe Skripte geschrieben, habe Videos aufgezeichnet, habe Videos editiert und diesen kleinen Kleinkram, den man eben machen muss, um diese Videos hochzuladen. Andererseits möchte ich mich natürlich bei euch bedanken. Danke an alle, die reingeschaut haben. Danke an alle, die mir Feedback gegeben haben, die Likes dagelassen haben. Das fand ich wirklich super. An dieser Stelle nochmal die Erinnerung. Please hit that like button and subscribe to my channel. Und andererseits hoffe ich, dass wir uns bald trotzdem wiedersehen. Thank you so much for watching. Hope to see you soon. Like and subscribe.